Heute kommen einige Hilfsgüter an. Das ist nicht witzig, ne? Also überhaupt nicht witzig. Gerade für die Kinder, wo dann überhaupt nichts haben zum Anziehen. Fuck, ist das kalt. Einen wunderschönen guten Morgen. Bei euch müsste jetzt Sonntagmorgen sein. Wir haben Samstag, ich glaube der 11.06. Also das heißt, das Video ist gestern gedreht worden. Ganz viel passiert die letzten 5-6 Wochen. Und was alles passiert ist, erzähle ich euch gleich. Viel Spaß beim Video. Ciao. Ja, es ist verdammt, also für mich verdammt kalt. Wir haben aktuell, glaube ich, 6 Grad. Heute Morgen haben wir 3 Grad gehabt und ja, der Wind, er ist eisig kalt. Ja, wo fangen wir an? Also, ich fange mal ganz vorne an, und zwar, wir haben uns noch einen Hund gewünscht eigentlich, einen Wunschhund. Es war ein Fila Brasileiro, was wir gekauft habe. Und ja, den haben wir dann gehabt, leider nur 4 Wochen, weil Chico hat er geheißen. Der Chico hat leider das Parvovirus gehabt und ist leider an diesem Parvovirus verstorben. Ja, was gibt es noch Neues? Nächste Woche haben wir Notartermin. Das heißt, wir haben unser Grundstück endlich gefunden. Kommt demnächst ein separates Video raus. Genauso wie von Encarnación. Also ist einer meiner absoluten Lieblingsplätze. Es ist einfach schön. Also im Hintergrund Posadas. Wir stehen neben der Playa San José. Und jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Ich habe den Faden wieder gefunden und also wir laufen heute die Playa entlang San José mit den Wahrzeichen von Encarnación im Hintergrund. Und einmal das hier, das Gebäude. Genau, also wie gesagt, wir haben den Hund gehabt, der ist leider verstorben. Ganz grausam, das Virus. Also schnappt euch den Hund. Ich meine, uns ist gesagt worden, dass er dagegen geimpft wurde. Ist alles Risiko, wie gesagt, wenn man dann einen Hund kauft, im Welpenalter gesagt wurde, dass er geimpft ist, aber hat das Virus nicht überlebt. Ja, definitiv werden wir uns natürlich nochmal so einen Fila Brasileiro kaufen, weil absoluter Traumhund. Und wenn wir dann das Grundstück haben, also wie gesagt, wenn das Grundstück dann umzäunt ist und wir auf dem Grundstück dann leben, dann wünschen wir uns nochmal so ein kleiner Chico. Wobei Chico, die Fila Brasileiros, die werden Schulterhöhe 80 cm und bis zu 80 Kilo. Also das war ja mehr Ironie, der Name Chico, weil es halt wirklich riesig werden. Gut, was gibt es noch Neues? Wir haben einen Harley-Club gegründet in Encarnación vor ca. 4 Wochen. Bilder und Videos zeige ich euch mal kurz. Ja, und ganz toll mit dem Harley Club, auch wieder soziale Kontakte geknüpft, ganz viele neue Leute kennengelernt, und das ist ja immer das, was ich sage, ne? Man muss halt einfach rausgehen, ob das jetzt Sport ist, ins Fußball, die Woche haben wir Fußball spielen, wieder neue Kontakte,
ja, geknüpft, durch den Harley Club neue Kontakte geknüpft und oder beim Paddelspielen. Also einfach rausgehen, sich unter die Leute mischen und ja, man bekommt Anschluss hier in Paraguay. Ich denke fast leichter wie in Deutschland. Man muss halt aber auch wirklich rausgehen und ja, der Wille zeigen eigentlich und dann funktioniert es eigentlich. Gut, wir sind in der Playa San José angekommen. So sieht der Strand aus. Encarnación hat insgesamt, glaube ich, 3 Strände. Die werde ich euch mal vorstellen. Und San Juan del Parana hat auch einen Strand. Der wird dieses Jahr sogar noch vergrößert zur nächsten Temporada. Und habe ich euch versprochen, dass wir mal ein Video machen über die ganze. Ich kriege gerade einen Beruf. So, kurz gestört worden, aber macht nichts. Genau, einfach wegen der sozialen Kontakte rausgehen und dann funktioniert das Ganze. Und ja, dann passt es soweit. Ich möchte auch wir möchten uns eigentlich ganz, ganz toll bedanken bei ganz, ganz vielen Menschen, die unser Projekt unterstützen, das Mensch und Tier. Wir haben einige Spenden bekommen auf unser PayPal-Konto. Da haben wir aktuell noch 400 €. Und die erste Lieferung an Kartons sind gekommen. Die haben wir ausgeliefert an die Feuerwehr, an die 2 Feuerwehrstationen in San Juan del Parana, die Polizei und ein kleines Krankenhaus. Heute kommen einige Hilfsgüter an. Mal sehen, was für uns alles dabei ist. So, und gleich eingeladen ins Auto. 6 Stück sind mal angekommen. Jetzt haben wir mal Zeit. Jetzt haben wir sie eingeräumt. Die ersten 6 Kartons sind gekommen. Die Ina war heute Morgen fleißig und hat den LKW mit geholfen zu entladen. Und damit auch unsere Freundin sieht, dass ihre Sachen angekommen sind, machen wir kurz mal auf. Mega. Absolut toll. Super. Dann haben wir Medipacks. Echt Wahnsinn. Genau das, was das Land eigentlich braucht. Ja. Also wirklich ganz, ganz toll. Und wo werden wir die verteilen, Ina? In San Juan, wo es uns jetzt hinzieht, bei der Feuerwehr, also Bomberos und Polizei und Krankenhaus. Genau, da geht jetzt mal ein Großteil hin. Dann haben wir die schon mal die Lieferung bekommen und man hat es ja gesehen, Olli hat auch schon ganz, ganz fleißig verteilt. Ja, und ich muss auch echt sagen, wir sind mega stolz, so Freunde zu haben in Deutschland, ja, die uns unterstützen oder das Projekt dann unterstützen, Mensch und Tier. Und wir sagen mal vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich drehe jetzt nochmal die Kamera um und hoffe, dass wir uns beide sehen. Vielen Dank, Yvonne, und muchas gracias y saludos a Alemania. Ciao. Ciao. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind gerade auf dem Weg, unsere Spende abzugeben. Und geben wir jetzt wie viele Kartons heute ab? 5, 6. Von? 6. Ja, der Papa, der ist auch dabei. Der ist ein Auto vor uns. Genau, und wir gehen jetzt erst da Zur Polizei. Dann Krankenhaus und dann Bomberos. Nehmen wir euch mit. Bis gleich. Hier möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken bei der Yvonne Mechtel
beim Deutschen Rote Kreuz Stettfeld, bei den Rochus-Kliniken und auch möchte ich mich bedanken bei der Heike Clement und bei der Svenja Lasrado. Mir wäre, ja, es ist so, das medizinische Material wurde gesammelt, also die Verbandskäste, da haben ganz, ganz viel Verbandsmaterial noch bekommen und wurde das in Kartons, es ging dann nach München in die Adresse vom Oliver oder vom Olli. Bei dem möchte ich mich auch recht herzlich bedanken beim Oliver, genauso wie beim Peter Kunzmann. Beim Peter Kunzmann ist so, die Kartons, die wäre dann nach München geschickt zum Olli und wäre dann verladen auf Container und wir bezahlen für die Hilfsgüter nichts. Das heißt, das übernimmt alles der Peter und absoluter Ehrenmann und kann ich auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr euren Container nach Paraguay verschiffen wollt. Absoluter Experte, top zufrieden. Wie gesagt, wenn ihr das eine Video gesehen habt mit unserem Container, es ist alles heile angekommen, alles war da, nichts hat gefehlt, stressfrei. Und das ist halt echt toll, wenn man sich dann auf solche Menschen verlassen kann und wenn sie sich dann, wie soll ich sagen, auch noch sozial engagieren. Und da war es so, wir haben am Anfang die Tierheime unterstützt, wäre auch weiterhin Tierheime unterstütze und habe einfach dann auch Deutsche getroffen, die halt hier Wohltätigkeit einfach machen, ne? Sei Spende und so weiter und so fort. Ja, und da ist halt der Oliver, der ist halt schon länger da und wir haben gesehen, das funktioniert, das läuft und dann haben wir gesagt, euch zu Olli, wir schließen uns zusammen, wir unterstützen das gemeinsam. Ja, und so ist das jetzt gekommen. Nächste Projekt wird sein, wir bekommen jetzt dann Kleider, Babykleider, Windeln bekommen wir geschickt, verschiedene Artikel, auch ein bisschen Spielsache. Und da werden wir dann die Guarani-Dörfer besuchen und das Material dann verteilen vor Ort. Weil, wenn ich jetzt gerade denke, wir haben 3 Grad heute Nacht gehabt, teilweise auch ein bisschen gefroren. Das ist nicht witzig, ne? Also überhaupt nicht witzig. Gerade für die Kinder, wo dann überhaupt nichts haben zum Anziehen. Man sieht ja teilweise die Kinder mit Sandale, Flipflops, keine Socke und bei 6, 8 Grad dann auf der Straße rumrennen. Genau, also wie gesagt, herzlichen Dank nochmal. Man kann das eigentlich ja gar nicht in Worte fassen. Es ist halt wichtig, dass ihr seht, dass das Ganze halt auch ankommt. Ja. So, wo sind wir jetzt gerade? Jetzt laufen wir Richtung Partymeile, Restaurantmeile. Genau, und Posadas im Hintergrund. So, ab und zu tut man doch ein bisschen der Arm weh vom Handytrager oder Handyhalter. Bin nichts mehr gewohnt, wie gesagt, wiegt bloß noch 74 Kilo, 10 Kilo abgenommen, aber sieht gesund aus und fühle mich auch gesund, daher alles gut. Jo! Grundstückssuche. Ja, machen wir Video, kommt, glaube ich, in 2 Wochen raus, beziehungsweise nächsten Sonntag. Und sind endlich froh, ein Grundstück zu haben, wo wir dann jetzt anfangen, uns zu verwirklichen. Und sind voller Vorfreude. Die Rita freut sich, die bekommt endlich ihre Bibis. Und die Kinder freuen sich, ich glaube die Hunde auch. Und ja, es ist wieder was Neues, wo man sich drauf freut, wieder ein neuer Lebensabschnitt. Und ja, was ich auch ganz, ganz mag an Paraguay ist halt der Himmel, ne? Also unfassbare Farbe, kaum Flugverkehr, überragend. So, jetzt sind wir ungefähr in der Mitte von der Playa. Ich muss gerade eine Nachricht geschrieben. Genau. Und ich hoffe, dass man sieht. Das ist jetzt so das Zentrum von der Playa. Und hinter sind dann Clubs, Restaurants. Aber wie gesagt, machen wir ein Video. Wir sind dabei.
Michelle und ich wollen ein Video machen dann über Encarnación, euch die Strände mal vorstellen, die Einkaufsmöglichkeiten und natürlich auch mal das Nachtleben. Muss ich sagen, bin ich auch echt positiv überrascht, obwohl wir überhaupt keine Hauptsaison mehr haben, sind die Clubs und die Bars und die Restaurants sehr, sehr gut besucht. Aber wie gesagt, machen wir extra Video. So, man sieht hier ganz, ganz feiner Sandstrand. Und was ich auch mega toll finde, der wird jeden Morgen gereinigt bzw. gesäubert. Wirklich toll. Ja, wegen dem Thema Geld und Glück. Viele, wo wir jetzt auch schon gesprochen haben in Deutschland, die sagen, ja, habt ihr toll gemacht und mir würde auch gern, aber. So nach dem Motto, auf die Plätze, fertig. Nö, doch nicht. Es ist schwierig und es ist auch nicht für jedermann, seine Wurzeln, sein Heimatland hinter sich zu lassen. Ist ja für uns nicht einfach, weil wir einfach die Menschen, unsere Familien, Freunde halt vermissen. Allerdings würde man Stand heute nicht zurückgehen. Dafür ist Schuld oder Mitschuld Paraguay, das Land, die Menschen hier. Es ist halt, ja, unsere Erwartungen sind getoppt worden. Und ja, und die ganze, was halt momentan abgeht, das ist in meinen Augen als normal denkender Mensch eigentlich nicht mehr nachvollziehbar. Ich will es auch nicht mehr nachvollziehen in Deutschland. Genau. Thema Glück macht dich auch glücklich oder glücklicher. Ja, wenn du nicht tagtäglich mit irgendwelchem Scheißdreck konfrontiert wirst, wo du denkst, ach du Scheiße, Handysäuge oder was geht denn da ab? Macht mich glücklicher, macht uns glücklicher. Du hast halt hier in Paraguay eine riesige Freiheit. Wie in Deutschland. Ich sage mal, Deutschland ist halt das Kleinkarierte, wie es an meine Mutter schon gesagt hat. Und ja. Aber wie gesagt, Thema Glück. Ich kann niemandem empfehlen, komm nicht her mit wenig Geld oder komm her mit viel Geld, bleib daheim, wenn er daheim unglücklich ist. Und wenn halt, meine Meinung, Menschen unglücklich sind, dann schlägt es sich irgendwann auf die Gesundheit nieder. Ist es das wert, das Geld? Ich denke nicht. Und wie gesagt, wenn man ein offener Mensch ist, hat man es eigentlich leicht, egal wo man wohnt. Und was mich glücklich macht, das ist einfach die Aussicht. Ne? Also man meint, wir leben am Fluss in Encarnación, man ist am Meer. Und ja, das Klima hier, wird jetzt bis auf die Kälte, aber das darf ich jetzt nicht sagen. Das Klima hier, ich finde es mega toll. Also wirklich schön. Wir waren heute wäre normal ein Harley-Ausflug gewesen, also ein Rideout, aber meine Batterie ist natürlich nicht angesprungen. Fluch oder Segen, hat so sein müssen. Habe ich auch gelernt, Paraguay. Viele Grüße an die Evelyn. Es hat alles seinen Grund im Leben und wenn es halt nicht funktioniert oder wenn es nicht das Grundstück ist, dann ist es nicht das Grundstück. Es hat alles seinen Grund und wir wissen mittlerweile warum. Ja, gut. Dann bin ich auch, glaube ich, am Ende vom Video. Es war ziemlich lang heute. Normalerweise machen wir die Videos unter 10 Minuten. Aber viel passiert, viel erzählt. Wie gesagt, wenn ihr unseren Kanal unterstützen möchtet, beziehungsweise nicht unseren Kanal, sondern das Mensch- und Tierprojekt, lasst gerne ein Abo da. Gut, Grundstückssuche, nächstes Video, Tipps und Tricks. Jetzt kommen wir wieder zum Erklärbär-Video, natürlich nicht. Nee, aber Tipps und Tricks, wie man hier dann Wohnungen findet, Häuser, wo man schauen kann, sagen wir dann im nächsten Video. Lasst ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich kriege schon Tränen. Ich weiß nicht, ob man sieht vor lauter Kälte und Wind. Aber schön. Bis dann. Ciao.